Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Call of JUAREZ GUNSLINGER. Wir sind wieder zurück, jawohl, im Wilden Westen. As I desperately needed to find out what Grey Wolf was trying to tell me. Wir sind wieder zurück im Grauen Wolf, wollte ich schon sagen, Wilden Westen, jawohl, der letzte Folge sind wir ja, ist auch schon seit Ewigkeiten her. Und jetzt sind wir endlich wieder da in dieser wunderschönen Landschaft. Und ja, wir müssen immer noch diesen grauen Wolf hier finden, beziehungsweise schnappen. Ich glaube, soweit ich das weiß, war das ein Indianer. But it was like that son of a bitch disappeared into thin air. Natürlich. Genau, stimmt, das war ja. Kommt es jetzt zu einem Duell? Never did find him. And never did collect my goddamn bounty. Okay. Gut, okay, hätte ich das gewusst, hätte ich das letzte Folge auch noch ein bisschen weitergemacht, habe ich ja nicht gewusst, dass es hier weitergeht, beziehungsweise dass die Mission gleich fertig ist. Naja. Erledigte 65, 85, Präzision 63, Alter, sind wir schlecht gewesen. Waffe der Wahl, Gewehr, Auszeichnung der Wahl, Kopfschuss. Nuggets der Wahl, 3 von 4. Na was? Nein. Wollte auf Fähigkeiten gehen, wir haben nämlich einen Fähigkeitenpunkt. Da haben wir 3, da haben wir 3. Dann würde ich auch sagen, wir nehmen wieder einen von dem hier. Tiefere Taschen. Höhere Munitionskapazität Revolver. Ne, ich glaube, das nehme ich mal nicht. Sondern Zeitgewinn. Bessere Beweglichkeit während Konzentration. Sei schnell wie ein geölter Blitz. Während der Konzentration kannst du dich um 50% schneller bewegen und rennen. Jawohl. Ranger mit Gravur. Cool. Der angepasste Lauf erhöht seine Reichweite und die Durchschlagkraft. Jetzt triffst du auch leichter das, worauf du gerade zielst und siehst dabei auch noch gut aus. Plus 25% Reichweite, minus 30% Rückstoß. Super. Ist ja nice. Super, da brauchen wir auch noch einen Punkt. Dann haben wir das hier. Da brauchen wir halt dann noch 2 Punkte, aber das kriegen wir dann auch noch hin. Dann fahren wir mal fort in die Geschichte. Thank you, darling. It's interesting how the truth can sometimes seem might malleable, depending upon your point of view. Like how those dime novels make you out to be something you're not? Jack, don't be starting trouble. No, he's right. They do tend to exaggerate. Did they exaggerate your part in taking down the Daltons? Well, I was there in the flesh, boy, so I saw what happened firsthand. Episode 6. The Dalton Brothers. Those Daltons were lawmen once, before they all went bad, robbing banks and trains clear across the territory. Until Coffeeville, of course. I was one of the citizens who took up arms that day. Fighting on the side of right? I did my best, sir. We all did. Man nennt mich den Kopfgeldjäger. Grauer Wolf, der Medizinmann der Apachen, gab Sayers eine mysteriöse Warnung auf dem Weg und wies. Wieso ist das immer so schnell vorbei? Kann man ja gar nicht mal lesen. Aber cool wäre das jetzt, wenn wir uns jetzt mit den Daltons anlegen würden. Ja, ihr kennt ja doch Lucky Luke. Da waren ja die auch da. Lucky Luke und die Daltons waren ja die Erzfeinde. Habe ich früher extrem auch cool. Ich fand es immer so genial, wenn immer so ein Lucky Luke Film rauskam. It was early morning. One of my friends was a local gunsmith, and he handed out firearms to anybody who'd take one. You see, the Daltons got it in their heads to rob 2 banks at the same time. 2 banks on the same damn street. Der Begriff hat seinen Ursprung im ersten Buch der Groschen-Romanserie von Bale and Adams, dem Titel Maleska, The Indian Wife of the White Hunter von Anne S. Stephens vom 9. Juni 1860. Die Reihe umfasste 321 Ausgaben und etablierte sämtliche Regeln dieses Genres. Mit den reißerischen Holztafeleinbänden in den melodramatischen und den effektaratischen Geschichten
werden sie bei dem jungen Publikum aus der Arbeiterklasse beliebt und vor allem dank der insgesamt gestiegenen Alphabetisierung dieser Zeit. In ihnen wurden haarsträubende Geschichten erzählt, zumeist aus dem Wilden Westen. Ihr Stil war einfach und leicht zugänglich, die Charaktere eindimensional, aber sie waren fesselnd und die Vorläufer der modernen, massenhaft vervielfältigen Taschenbücher und Comichefte. Doch sie wurden viele Zeitgenossen, ob Banditen oder Gesetzeshüter, zu Prominenten. Sind Waffen die romantische Mythologie des Wilden Westens, mit die heute noch in Hollywood-Filmen und Fernsehserien zu finden ist. Oh, Ranger mit Gravur. Ich glaube, das ist jetzt unserer. Story was Bob Dalton's girl was always riding him about how he had no ambition. Oh, you're nobody next to Jesse James, she'd say. Okay, das sind unsere Finally, the Verbündeten. bastard took his brothers to Coffeyville just to shut her up. Right. It's always the woman's fault. Alter, der schießt auf jeden Well, Fall the um einiges locals besser. recognized the Daltons right off. Before they could get away, half the town took up arms to defend their property. Their first mistake was pulling a job in their own damn hometown. Geh in die Bank und ergreife die Daltons. Alter, kann das echt sein, aber hat der so ein bisschen... Yes. The brothers paid dearly for their stupidity, but everybody knows they had it coming. There's more to it than that. I read all about that day, so I know for a fact that it went down very differently. First of all, it was high noon. A posse of U.S. deputy marshals were on the rooftop across the street. Get ready, boys. They're gonna make a move. The lawmen had been tracking the Daltons for months, and now they finally had them dead to rights. Among them was a bounty hunter feared by many a lawbreaker. This man had no intention of letting the Daltons slip away. The marshals tried to get the Daltons to surrender. They'll give up eventually. We just gotta wait the son of a bitches out. This bounty hunter knew that the brothers were far too proud to ever lay down their guns. Au. Kommst du jetzt, ja? Okay. So he went in there alone to confront those Okay, criminals. da unten ist unser Verbündeter. Weiter. One of the marshals shouted, "Where are you going? Are you crazy?" Hey, where do you think you're going, dumbass? That rifle's mine. Au. But he paid him no mind. Schrotflinte. Einer mit. So, mal kurz nachladen, dass wir hier noch gute Überraschungen haben. He saw a way to get around to the back of the bank. Und die schießen hier da umeinander. Gut, dann gehe ich mal hinten hin. Then he figured out how to hit the Daltons from a direction they weren't expecting. From above. Fortunately, a water tower was right there. Oh, Entschuldigung, ich war erst am Bereich der Geschichte. Eigentlich wollte ich ja nur mal kurz schnell um meinen Nacke suchen. Aber offensichtlich gibt es hier auch keines. Ich finde es so lustig, dass man da echt für diese Kürbisse Erfahrungspunkte bekommt. Ich finde das richtig nice. Sagen wir raufklettern auf den Wasserturm. A moment later, he was climbing up a steep ladder, laughing at danger as he did. So. It was brave men like him who risked their lives to tame this wild country. Haben die gerade ein Tresor gesprengt? We've got company. You'll die for this!
Heroic men like him, who did what other men couldn't or wouldn't to make this country free. Like Jim Bowie and Davy Crockett, who died defending the Alamo. Abgesägte Schrotflinte, cool. Alter, wollte ich doch gar nicht. Wieso habe ich den jetzt weggeschmissen? Gut, dann nimm den hier, dann habe ich den hier. Warte mal. Abgesägte Schrotflinte. Alter, ich will doch nicht meine Ecke. Okay. Da habe ich jetzt 2 Schrotflinten. Hallo? Das kann ich nicht mehr aufnehmen, Alter. Wollte mich jetzt verarschen. Hallo, ich will den aufnehmen. Verdammt. Scheiße. So, jetzt habe ich 2 Schrotflinten. Eine abgesägte Schrotflinte und eine normale. Also, geil. Wollte ich zwar eigentlich nicht, aber egal. So. Wohin? Halt. Wie war das nochmal? Hoppala. Alles klar. Da muss ich jetzt hin. Daltons. Den Ding haben sie gesprengt. Ich geh mal raus. Is that Silas Greaves? Sag das Son doch. of a bitch! That asshole just killed Red. Okay. You can't hide from me. Yes. Gonna make you one sorry son of a bitch. Oh, Nugget. Okay, warte. Aufbrechen. Achso. Over there! Nein, nicht mein Freund. That's Silas Greaves. What the hell? Blam! Blam! He came away victorious, taking down those thieving Daltons. Dankeschön. So, irgendwo liegt immer noch ein Nugget. Ich frage mich nur, wo. Da auf jeden Fall keiner. His So. name was Silas Greaves, and when the dust finally settled, he was the last man standing. Sorry, kid, but that just wasn't the way it happened. It was early evening, not high noon. Wie viele Kansas? 5. Oktober 1892. 1892. I was late to the So. party and Coffeeville was already up in arms. The Daltons blew up a safe and were all set to hightail it out of there. Those pathetic deputies surrounding the bank were dropping like flies. Anführer, Liebhaber, Verlierer, die Dalton-Brüders. I had been tracking those jokers for months, waiting for them to do something reckless. And finally, they did. Those stupid bastards decided to rob 2 banks at the same time in the same town where everybody knew them. But they still had friends in Coffeeville. Go ahead. Klasse Schildkämpfer. Can you shoot around corners? Alter, was soll ich denn mit der Schrot? He has it coming. Komplett? Shoot, I dare you. Danke. Wo sind sie? Ha. Hey, you
And those friends came after me like a pack of wild dogs, tooth and nail. They were coming at me from all directions. Ja, nicht mein Problem. I caught sight of the Daltons running with the money and didn't want to lose them. Problem was, they knew the town better than I did. And to top it off, I found myself in the middle of another shootout entirely. Au, Did au, the au. Daltons hole up in somebody's house? No, it was the Smiths, I believe. They were cousins of the Daltons, and they were shooting at the Browns, who were shooting at the Daltons. Which wasn't any surprise, because those two families have been feuding forever. And since the Joneses are related to the Browns, they shot at the Smiths, pissing off the Heimhoffers, whose daughter recently married a Smith. Die Frage Well, ist, bullets were flying every which way as all the old feuds in Kansas caught fire all at once. There was a hell of a lot of pissed off people in Coffeyville that day. But that's just the way life is sometimes. Shit happens. He can't stand against the Daltons. okay, ich habe gemeint, ich kann nicht so treffen, ich kann nicht so schießen mit dem Ding. Aber offensichtlich funktioniert das ganz gut. Really pissing me off. Was? I ain't backing down. Da kommt er her. Ups. Krass, wie weit dieser Typ einfach fliegt. Nacktätzen? You or me? Hä? Get out here. Okay. Da ist keiner. Ach da. Die Dalton-Brüder Graham, Bob und Emmett, die mit den berühmten Junkers verwandt waren, ließen die undankbare und unkomfortable Arbeit des Gesetzeshüters irgendwann in den 1890er Jahren hinter sich, um die Dalton-Bande zu gründen. Der einzige Zweck dieses Unterfangens war das Ausräumen von Banken und Eisenbahnen, was ihnen wesentlich mehr Geld einbrachte als die Arbeit als Gesetzeshüter. Außerdem sehnten sie sich sowohl auch nach dem zweifelhaften Ruhm ihrer bekannten Verwandten ihrer James-Bande. Ein solcher Raub endete mit der Verhaftung anschließend die Marshalls überraschte, die mit ihnen bewachten, die aus einem der fernen Zug entkommen konnten. Grad stahl einem schlafenden Wärter den Schlüssel und zu seinen Ketten und sprang, als der Zug über eine Brücke fuhr und aus dem Fenster in einen Fluss. So viel Glück hatten die Daltons nicht immer. Einer von ihnen, Bob, wollte die Heldentat von Jesse James noch übertreffen und fasste einen gewagten Plan. Er wollte zwei Banken gleichzeitig ausräumen am helllichten Tage. Am 5. Oktober 1892 ritten die Brüder nach Coffeyville in ihre Heimatstadt. Sie tarnten ihre Gesichter mit falschen Bärten. Sie wollten tun, als was es noch kein Bandit vor ihnen getan hätte. Der dreiste Überfall endete für die Brüder und ihre Kumpanen in einem Desaster. Bob starb noch an diesem Tag und sein Bruder Emmett, der auf wundersame Weise 23 Schusswunden überlebte, kam ins Gefängnis und wurde später begnadigt. Er starb 1937 in Hollywood nach einer mittelmäßigen Karriere als Schauspieler, Autor und Immobilienmakler. Krass, Scheiße. Neuer Level. Solche Typen. Okay, da ist kein Typ. Was schießen da? Tja, da hat er geschossen. Ja, und wie es hier weitergeht, das erfährt ihr natürlich alles dann wieder, wie schon gesagt, auch wieder in der nächsten Folge von Call of JUAREZ GUNSLINGER. Ja, diese Folge ist am am Montag erschienen und ja, die nächste Folge erscheint dann wie geplant wieder am Sonntag, aber heute war mal eine Ausnahme und ja, genau, weil ich Sonntag keine Zeit gehabt hatte und ja, tut mir natürlich leid, aber so ist das Leben eben. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Und ja, euer Kino.
The time is now. Bis dahin. Tschüssikowski.